Moin Moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, heute stelle ich euch das wundervolle Aventus, aber als Cologne-Variante vor. Bevor ich auf den Duftverlauf zu sprechen komme, starten wir wie immer mit der Flakon-Präsentation. Ähnlich wie beim normalen Aventus ist es das gleiche Glasdesign, also ein wirklich sehr, sehr hochwertiges, massives Glas. Der Fuß ist nochmal sehr massiv, setzt sich dann nochmal von dem Rest des Glasdesigns ab. Hier unten haben wir wie immer die Batch-Information. Man sieht es, die sind ins Glas graviert. Der Deckel ist zwar aus Kunststoff, also sieht erstmal optisch ganz schick aus durch das Creed-Logo. Ist zwar aus Kunststoff, aber durch das Logo hier oben, was wahrscheinlich Metall ist es relativ schwer. Gut, beim Deckel könnte man vom Material tatsächlich noch etwas optimieren. Aber das ist halt, ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, meckern auf einem hohen Niveau. Der Zerstäuber ist wirklich sehr gut, da kann man absolut nichts sagen. Und ich denke, man konnte es hören, der Deckel sitzt auch wirklich sehr fest auf dem Flakon, der klickt und rastet wirklich ein. Also da wurde alles ideal gelöst. Was ich allerdings kritisieren muss, ja, das sind zwar nur Kleinigkeiten, aber ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, ich denke schon. Hier haben wir so eine Luftblase. Hier löst sich so unten ganz etwas das Label. Hier auf der Rückseite ebenfalls. Ich denke, da erkennt man es besser. Hier oben, nicht nur auf dem Kleber, sondern auch auf dem Label hier drunter und auch hier unten. Wie gesagt, das ist Meckern auf einem hohen Niveau. Aber ich finde, wenn man so viel Geld für ein Parfum ausgibt und beim Glasdesign und beim Zerstäuber alles richtig gemacht hat, finde ich es umso unverständlicher und auch irgendwo schade, dass dann beim Labeldruck nicht ganz so sauber gearbeitet wurde. Also das muss man meiner Meinung nach gerade so in diesem Preissegment bei dem Qualitätsanspruch, die Marke Creed ja hat, einfach besser machen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass es mein erstes Parfum, also der erste Flakon vom Aventus Cologne ist. Ich weiß also nicht, ob es jetzt nur bei meinem Flakon so ist oder ob es ein generelles Problem ist, aber da könnt ihr ja mal gerne mal kommentieren, ob euch sowas auch schon mal beim Aventus Cologne aufgefallen ist oder das eher eine Ausnahme ist. Ja, die Umverpackung ist tatsächlich wieder mal nur ein Pappkarton. Ja, man muss da sagen, eben wieder billig in Anführungsstrichen, sieht aber natürlich optisch super aus durch das Grau und durch den verchromten Rand. Ändert aber natürlich trotz alledem nichts daran, dass es dann doch wieder nur ein Pappkarton ist. Hier haben wir nochmal so eine Art Zertifikat im Karton enthalten. Ist natürlich ganz nett gemacht. Und man muss sagen, dass der Flakon sehr sicher in der Verpackung sitzt. Also dahingehend ist alles ideal gelöst worden. Aber wie gesagt, an der Umverpackung kann es meiner Meinung nach noch hochwertiger sein. Und eben das Label auf dem Flakon, wie angesprochen, könnte man noch etwas besser sein. Aber gut, es soll ja primär um das Parfum gehen. Aventus Cologne ist ein Release aus dem Jahre 2019, also gibt es jetzt seit circa 3 Jahren auf dem Markt. Ich versuche mich kurz zu halten, aber ich möchte meine Geschichte zu Creed, zum normalen Aventus auch mal kurz ansprechen. Damals, als das normale Aventus herauskam, war ich wirklich ein großer Fan dieser Duft-DNA. Man muss auch ehrlich sagen, bei aller Kritik, die man durchaus auch berechtigterweise an die Marke mittlerweile richten kann, muss man trotzdem der Marke Respekt zollen für Aventus, für die Duft-DNA, die damals kreiert wurde. Das ist nicht ohne Grund das meistverkaufteste Nischenparfum der Welt. Es ist auch das meistkopierteste Parfum auf der Welt. Also es gibt viele Dupes, Klone, Nachbauten, die Duft-DNA übernommen haben. Es war für viele weitere frische Parfums die Vorlage, die Duft-DNA wurde aufgegriffen. Und also da muss man wirklich sagen, da hat Creed einen Meilenstein damals ins Leben gerufen. Und ich war auch, wie gesagt, großer Fan, aber hatte dann irgendwann eben aus den genannten Gründen die Duft-DNA über und habe mir das normale Aventus auch einfach gar nicht mehr gekauft, weil ich dann, wie gesagt, gar nicht mehr so ein großer Fan dieser DNA war und es man gefühlt überall gerochen hat.
Ich habe mich jetzt aber im letzten Jahr mit dem Aventus Cologne beschäftigt, mir auch eine Abfüllung gekauft und besorgt und war total begeistert und auch ja, irgendwo erfreut, dass das dann doch nochmal in eine leicht andere Richtung geht mit dem Aventus Cologne und ja, dementsprechend musste dann auch der Flakon her. Ich blende euch mal die Duftnoten ein. Da will ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, außer dass natürlich auch beim Aventus Cologne ganz klar die Aventus DNA herauszuriechen ist. Leicht abgewandelt und bei weitem nicht so intensiv und so ja, deutlich herauszuriechen wie im normalen Aventus. Aber man bekommt sofort den Gedanken und die Assoziation an dem normalen Aventus Parfum. Und die frische Note ist hier durch Mandarine ersetzt worden. Die Mandarine und vor allem Ingwer nimmt man auch wahr. Und was ich super toll finde und deswegen auch eben ja, mir diesen Flakon kaufen musste, ist, dieses Parfum ist wesentlich frischer als Aventus, frischer, zitrischer und vor allem holziger. Und das macht es für mich sehr anziehend, vor allem auch sehr maskulin und dann doch nochmal einen großen Unterschied zum normalen Aventus aus. Und das war letztlich auch der Grund, weshalb ich mich dafür entschieden habe, dieses Parfum zu kaufen. Also wir haben eine wirklich erfrischende Kopfnote. Die Frische bleibt bis in den Drydown auch vorhanden. Dazu bekommen wir so eine richtig schöne holzige Basis, was es anziehend und maskulin macht. Das Ganze ist noch abgerundet mit Birke, Pfeffer und Tonka. Also ein wirklich frisches, holziges und vor allem sehr, sehr tolles Parfum. Dieses Parfum hat eine wirklich sehr, sehr gute Haltbarkeit. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich das Parfum damals 2- oder 3-mal getragen hatte und da noch nicht so von der Haltbarkeit überzeugt war. Aber es hält an mir tatsächlich mindestens 9 bis 10 Stunden, tendenziell sogar länger. Ich glaube, weshalb auch damals bei mir so der Eindruck entstanden ist, dass es nicht so lange hält, ist, weil die Sillage relativ schnell hautnah ist und wird. Dadurch nimmt man das Parfum nicht mehr ständig wahr, sondern immer mal wieder wahr. Und dadurch denkt man dann auch zu Anfang, oder so war es zumindest bei mir, dass es eben nicht so eine gute Haltbarkeit hat. Es hält sich aber wirklich ewig. Also für ein frisches Parfum kann man eben schon tatsächlich fast schon ewig sagen. Mit 9 bis 10, tendenziell sogar 11 Stunden. Also eine wirklich sehr, sehr gute Haltbarkeit. Die Sillage ist in den ersten 2 Stunden relativ intensiv, flacht dann ab. Aber wie gesagt, es hat eine sehr, sehr gute Haltbarkeit und man nimmt es immer mal wieder wahr. Und es ist ein sehr, sehr beliebtes Parfum. Also ich habe die Abfüllung damals leer gemacht und es jetzt auch mal wieder 2-mal getragen. Also ihr seht es ja, es fehlt noch nicht allzu viel aus dem Flakon, aber ich hatte es 2-mal getragen und ich wurde tatsächlich jedes Mal, auch damals bei der Abfüllung, und das ist jetzt auch kein Spruch, auf das Parfum angesprochen. Also man hat auch wirklich Komplimente oder ich habe Komplimente bekommen. Es kommt überdurchschnittlich gut an. Man wird angesprochen, ja, wer riecht denn hier so gut? Was riecht denn hier so gut? Ich wurde auch direkt angesprochen, was trägst du für ein Parfum? Also da muss ich wirklich sagen, es ist wirklich, wirklich für Komplimente geeignet und eine klare Empfehlung meinerseits. Es wird manchmal so ein bisschen mit Versace Pour Homme verglichen. Ja, kann ich verstehen. Auch so den Vergleich, dass es eben so ein Mix ist aus dem normalen Aventus plus eben Versace Pour Homme. Kann man auch so stehen lassen. Aber meine Duftbeschreibung habt ihr ja eben gerade gehört, wie ich es so ein bisschen einordne. Es ist jederzeit tragbar. Natürlich ist es ein ideales Frühlings- und Sommerparfum, aber es ist auch ja, in kühleren Jahreszeiten ideal zu tragen. Es ist zu allen möglichen Anlässen zu tragen. Ihr könnt es zum Sport nehmen, ihr könnt es zum Essen gehen nehmen, ihr könnt es auch nehmen, wenn ihr ausgeht, Clubbing und so weiter, eben weil es eine sehr, sehr gute Haltbarkeit hat und es immer mal wieder hochkommt und man es wahrnimmt. Also es ist wirklich so ein Daily Parfum, für meiner Meinung nach jeder Zeit tragbar und zu jeder Jahreszeit auch tragbar. Und ja, eine ganz klare Empfehlung meinerseits. Also ich bin ein ganz großer Fan von dem Aventus Cologne und ja, kann euch dieses Parfum wirklich ans Herz legen. Die Kondition blende ich euch auch nochmal ein. Ihr seht, ich hatte mich für die 100 ml Variante entschieden, weil dort das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach am besten ist. Und ja, gut. Also das soll es gewesen sein. Zusammenfassend nochmal ganz kurz. Sehr hohes
oder sehr tolles Glas oder Flakon-Design, sehr hochwertiges Glas, ein sehr guter Sprüher, eine leichte Aventus-DNA ist noch herauszuriechen und wahrnehmbar. Das Ganze ist aber frischer und holziger gestaltet. Ja, dadurch meiner Meinung nach auch jederzeit tragbar. Und die Haltbarkeit ist wirklich sehr gut für ein frisches Parfum mit 9 bis 11 Stunden. Die Sillage ist nach 2 Stunden zwar relativ hautnah, aber dennoch nimmt man es immer wieder wahr. Und man kriegt wirklich einige Komplimente, also eine ganz klare Empfehlung meinerseits. Das soll es soweit gewesen sein. Vielen Dank für eure Unterstützung, auch für die Likes und Abos in den letzten Tagen. Freut mich wirklich sehr. Kommentiert gerne mal, wie ihr das Parfum findet, was eure Erfahrung mit Aventus Cologne ist. Und ja, ich antworte gerne darauf. Wir bleiben also in Kontakt. Bis bald, bleibt gesund.